Sollen wir loslegen? Also, einen wunderschönen guten Morgen. Unser Kamerakind ist mal wieder bei uns. Wir haben jetzt mal festgestellt, dass erschreckend viel von euch unsere Clips angucken. Finden wir natürlich auch mega toll. Und heute machen wir mal einen kleinen Clip drüber und von unserem englischen Freund hier, unserem Arrows, der ist von 2001 und der bekommt einen frischen Motor. Haben dazu Verstärkung aus Österreich geholt, den Hans und den Bernd. Hallo, grüß euch. Die Jungs haben auch so ein Fahrzeug, haben sogar noch mehrere davon, revidieren für uns den Motor und sind da sehr, sehr pfiffig. Und da wir ein super Verhältnis haben, sind sie hier bei uns vorbeigekommen und werden an unserem Auto auch den Motor wechseln gerade. Ja, lasst euch mal überraschen. Dieses Mal kein Toyota. Jetzt holen wir unser frisches Motörchen und dann legen wir auch gleich los. Ihr habt den Motor jetzt gebracht. Was macht ihr jetzt? Jetzt nehmen wir mal den Unterboden runter und das Getriebe weg. Dann werden wir wahrscheinlich Motor mit Kühlerpaket in einen ausfädeln. Du, dieses Auto hat ja ein Shared Oil System, wie ich erfahren habe. Was ist das? In dem Fall ist der Getriebeölkreislauf und der Motorkreislauf nicht separat, sondern teilt sich das ganze Ölsystem. Wenn sich das Getriebe anfängt zu auflösen, dass es zum Beispiel Späne verliert oder, wie soll ich sagen, einen normalen Getriebeverschleiß hat, frisst das natürlich der Motor auch und nimmt dann Schaden davon. Und circa ein Jahr hat man das so gemacht, bis man den Kreislauf wieder geteilt hat und so natürlich die Langlebigkeit vom Motor erhöht hat. Das alte Aggregat ist draußen. Jetzt müssen wir die ganzen Anbauteile noch umbauen. Den Sensor müssen wir umbauen. Dazu müssen wir leider Gottes beim Neumotor die Ölpumpe wieder rausnehmen. Den Sensor umbauen, weil da ein anderer Anschluss ist, was wir vorher nicht wussten. Da gibt es von diesem Anschluss zwei verschiedene. Ja, dann Ansaugbrücke, Kühler, Wogventil, Catchtank, Nockwellensensor, Kohlwellensensor, ja, Zündspulen,
So schaut's aus. Wie ihr seht, haben die Jungs den Motor jetzt soweit schon abgebaut. Der alte Motor, da wo der Bernd noch jetzt zugange ist, der muss noch teilweise zerlegt werden. Bei uns wird die Auspuffanlage, die haben wir nicht doppelt. Der Öltank, die obere Airbox, die Einspritzdüsen, alles werden jetzt Zündspulen, wo gerade auch der Bernd in der Hand hat. Alles werden der Bernd und Hans natürlich wieder auf den neuen Motor aufbauen. Das ist ein nackter Block, wie ihr seht. Da hinten ist unser Getriebe, was die Jungs abgezogen haben von dem Auto. Und der Unterboden. Wenn wir mal zum Unterboden hingehen, seht ihr einer der Gründe, warum wir das alles wechseln. War schon ein ziemlich kräftiges Auslaufmodell nach so vielen Jahren. Dann, naja, muss der Motor jetzt mal revidiert werden. Wie gesagt, Kühler, alles musste da abgebaut werden. Bei den neueren Modellen, ich weiß jetzt nicht, wie es der Aros am 23er oder später im Auto hatte, aber wir beim Toyota zum Beispiel, wir hatten dann halt so eine Einheit. Das heißt, die Kühler, die Auspuffanlage, das war alles schon vorgearbeitet. Und kann ich euch an dem Auto ein bisschen was zeigen. Das ist ja unser zweiter 2003er Auto. Beim 2002er Auto war es so, die Stehbolzen, so sollte man denken, wo hier unten schon montiert sind, oben fehlen sie noch. Die Stehbolzen wurden damals am Computer, wurde das genau auf dasselbe Maß gemacht wie vom Motor. So, der Motor war dann kalt gemessen. Das Problem war, du musst den Motor heiß dran schieben, um dann auch keine Zeit zu verlieren. Nur dieser ganze Motor hat sich dann ausgedehnt. Und dann war es ein riesen Gehacke, den Motor da an das Chassis dran zu kriegen, weil das Chassis bleibt natürlich kalt. Der Motor war heiß. So, und ab 2003 hatten die Ingenieure das bei uns so berechnet, dass die Stehbolzen quasi 2 mm weiter außen sind, als wie ein kalter Motor. Sprich, der ganze Motor hat sich bis auf 2 mm ausgedehnt. Und dann bekamst du auch problemlos den Motor im warmen Zustand gewechselt. Das ist so eine Sache, die ich euch von Toyota erzählen kann. Aber heute machen wir ja was über den A22. Und wie gesagt, die Jungs, die sind nur im Gas geben. Der Bernd und der Hans, die sollten jetzt auf jeden Fall was zum Auto sagen. So, das ist das Auto von Jos Verstappen. Ist 2001 gefahren worden. Gehen wir gleich rüber zur Hydraulik, was wir vorher ausgebaut haben. Bei der Hydraulik haben wir 200 Bar bei laufendem Motor. Die betätigt Kupplung, Drosselklappe, hat die ganzen Mogventile angebaut. Sind relativ schwierig zu bekommen, also sind wir mal froh, wenn das nicht kaputt ist. Ist eigentlich, wenn man von hinten schaut, hier ist der Antrieb von Motor zur Kupplung, dann den Kraftschluss zum Getriebe. Das hier ist die Betätigung für die Drosselklappeneinheit. Ja, wieder Retour. Der Kühler für die Hydraulik. Hier ist für die Schaltung. Raufschalten, runterschalten. Wie schon gesagt, bei laufendem Motor 200 Bar. Niederdruckseite 5 Bar, Restdruck. Dann hier Auspuffanlage, Inconel. Der Vorteil ist, dass sie sehr schnell abkühlt. Somit auch nach dem Fahren kann man sie relativ schnell wieder abbauen, wenn es sein muss. Temperatursonden, Lambda-Sonden wie beim PKW. Warte mal, gehen wir mal weiter. Hier unten, wenn man hinguckt, hier ist für die Pneumatikventile, haben wir immer 17 Bar anliegen. Bei diesem Auto, ich denke, der hat 80 Bar Flaschendruck, hat einen Hochdruckkompressor eingebaut, eben um 17 Bar immer auf den Ventilen anliegen, anstatt den Ventilfedern. Dann gehen wir wieder zurück hier, das ist für den Wasserdruck. Du hast hier einen Pneumatikkolben drin, musst du beaufschlagen mit einem Bar, dass er beim Temperaturausgleich, dass er eben den Kolben bewegen kann. Hier haben wir, weil damals gab es bei der Einspritzdüse die Verstäubung, wie soll ich sagen, du hast 20 Bar Benzindruck anliegen auf den Düsen. Damals war die Verstäubung nicht so gut wie heute, deshalb mussten eben 20 Bar bei den Düsen sein. Ja gut, und ich würde sagen, den Motor soll der Hans weiter erklären, dass er auch was tut.
Also der Motor dreht 17.500 Umdrehungen, also die maximale Leistung sind 800 PS. Eine Pneumatikventilsteuerung, weil natürlich eine Ventilfeder der Drehzahl nicht mehr gerecht wird. Und wir haben hier 4 Ventiltechnik ohne Nockenwellenverstellung. Hier vorne haben wir die Stirnräder sitzen im Stirnradkasten, weil natürlich eine Kette oder ein Zahnriemen der Drehzahl nicht mehr gerecht werden würde. Zahnriemen oder Steuerkette in Schwingen anfangen würde und dann reißen würde. Asiatec kennt eigentlich keiner von uns. Und zwar sind das ursprünglich Peugeot-Motoren gewesen. Peugeot, so viel wie ich mich erinnere, ist 2000 noch mit dem eigenen Auto gefahren und hat danach die Firma Asiatec für 2001 gegründet. Die haben dann Motoren gebaut für Arrows und im Jahr drauf, 2002, noch für Minardi. Ich weiß, 2001, die Engländer waren sehr, sehr unglücklich mit dem Motor. Da gab es, glaube ich, recht viele Probleme mit den Zahnrädern, ne? Mit den Stirnrädern. Ne? Stirnräder und Ventiltrieb, ja. Ja, weiß natürlich. Und ja gut, einer der Gründe auch, warum natürlich hier unsere Experten aus Österreich jetzt dafür gekommen sind, um sich das mal nochmal vorzunehmen, weil wir möchten das Auto ja im Juni beim nächsten Modell-Event einsetzen und wenn es nur kurzzeitig ist, aber werden wir natürlich ein paar Rundchen mitfahren. So ist, glaube ich, die Geschichte grob von Asiatec. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den mal jetzt gleich zusammenbauen und das Auto wieder laufen lassen. Sandro, can you tell me what this is for? This is the oil we use as a reference. So this is the raw oil before the fire up. We use it for a comparison because after the fire up we take another oil sample and we take it to a company who specializes in spectrophotometric analysis so that we know if there's already some metal particle into the oil we used to see if the engine is healthy or not. Der Bernd und der Hans haben jetzt den Motor gewechselt, wie ihr seht. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Getriebeöl ist befüllt, Luft für den Motor ist befüllt, Motoröl ist befüllt und Benzin ist auch drin. Jetzt werden noch ein bisschen was, der Motor muss noch ein bisschen was aufheizen, deswegen warten wir noch so 5 bis 10 Minuten, damit er die richtige Temperatur hat und dann werden wir auch schon wird erstmal starten können mit dem neuen Motor. Seht ihr, das sind die Wasserleitungen, da ist ein Wassertank, da ist Kühlflüssigkeit drin. Der Motor, wie gesagt, die Kühler und die ganzen Leitungen, und das ist natürlich alles jetzt befüllt. Und das Wasser wird dann halt hinten auf der anderen Seite, siehst du, auf dem Boden stehen. Und da haben wir hier halt so ein kleines Heizgerät ist da drin verbaut, was auch gut funktioniert. Du siehst, da ist auch die Temperaturanzeige, wir sind ja laut Gerät, sind wir jetzt bei 63 Grad. Und es geht hoch bis 70 Grad und ja, wie gesagt, jeden Moment sind wir soweit. Wir werden jetzt noch rund um das Equipment noch was sorgen und dann, ich denke mal, in den nächsten 5 Minuten wird Krach gemacht.
Also ihr habt gesehen, heute ist schnell schön gelaufen und die Jungs haben alle einen mega Job gemacht. Bernd und Hans, war toll, dass ihr da wart. Genauso wie unser Kamerakind, freuen wir uns auch mal. Wetter hat alles mitgespielt, das ist gut. Weiterhin würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns anklickt und followt, ist glaube ich das richtige Wort. Ich bin da zu alt für. Ja, wir freuen uns einfach, dass es euch gefällt und ja, gebt weiterhin Feedback ab und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf euch und habt ein schönes Wochenende, macht's gut, ciao, bis die Tage. Das war's.